lasst uns über Achievements reden. Wo habe ich Achievements zuerst gehabt? Wo sind sie mir zuerst begegnet? Und ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, das war Skyrim. Ich war nie ein Konsolenspieler, ich hatte nie eine Playstation oder eine Xbox. Ist nie passiert. Deswegen sind die mir das erste Mal bei Skyrim begegnet. Ich weiß noch, dass ich damals so unendlich sauer war, dass ich Steam installieren musste, nur um Skyrim spielen zu müssen. War damals halt ein neues Konzept. Und für mich war es einfach unerträglich, dass ich mich auf so einer Online-Plattform anmelden musste, auf die ich keinen Bock hatte. Und da dann mein Spiel registrieren, wo ich auch immer online sein musste. Bei Steam muss man ja eigentlich immer online sein. Klar gibt es einen Offline-Modus, aber der zerhäckselt einen irgendwann die Spielstände, wenn man es übertreibt. Das habe ich damals wirklich viel probiert. Ich hatte da auch noch so eine ich hatte damals noch keinen Passwortmanager, also eine gigantische Aversion, mich wo anzumelden. Auf jeden Fall musste ich dann in den sauren Apfel beißen und was natürlich dann auch dazu kam, waren diese Achievements. Am Anfang hat mich das überhaupt nicht gejuckt. Ich konnte auch gar nichts damit anfangen, aber ich habe Skyrim halt wirklich sehr exzessiv gespielt, wie eigentlich alle Spiele in der The Elder Scrolls-Reihe. Alle zwei, die ich gespielt habe. Auf jeden Fall sind die dann da immer mal wieder aufgepoppt und erst konnte ich damit halt wenig anfangen, so okay, ein Achievement, okay, ein Achievement. Irgendwann hat man sich so gefreut, so ach, das war ein Achievement, cool, dass ich da geguckt habe und dass ich das gesehen habe, aber irgendwann habe ich gemerkt, je mehr Achievements ich hatte, ich habe das Spiel auch wirklich exzessiv gespielt, desto mehr war ich dann auch aus, andere Achievements zu sammeln. Und das wurde mir irgendwie immer und immer wichtiger. Natürlich ist es jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt noch mir Mühe gebe, um alle Orte zu finden. Es ist halt ein bisschen mehr Grind. Es ist etwas, wenn man das Spiel sehr gerne spielt, irgendwie an irgendeinem Punkt gerne machen würde. Aber dann auch so Geschichten wie die Date-Requests, falls ihr Skyrim gespielt hat, habe ich nicht so gemacht, wie ich sie hätte gerne tun wollen. Also ich habe nicht Entscheidungen getroffen, die ich eigentlich getroffen hätte, weil ich wusste und weil ich auch schon vorher nachgeguckt hatte, wie muss ich mich entscheiden, damit ich alle diese Items kriege für ein bestimmtes Achievement. Und da eigentlich hat das schon angefangen, dass Achievements angefangen haben, mein Spiel zu beeinflussen. Und ich habe schon damals dann angefangen, anders zu spielen. Und das hätte eigentlich nicht passieren sollen, weil nur wegen einem Achievement was anders zu machen, ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Aber damals hatte ich das noch gar nicht so gesehen. Aber natürlich blieb das ja auch nicht bei Skyrim und den Achievements. Es ist ja auch natürlich selbstredend, dass ich jedes Achievement von Skyrim jetzt habe. Zweimal. Einmal in der Originalversion, einmal in der verbesserten Version. Gerade arbeite ich an VR. Ja, und wie es dann weiterging, erzähle ich dann weiter auf dem Weg. Noch ein Parkplatz. Natürlich habe ich den ausgewählt, der am weitesten weg ist. Weiter geht's.
sind mir einfach zu viele Menschen. Und es ist Motorradwetter. Ich glaube, hier wird das nichts. Dabei hätte die Kathedrale so gut zu unserem neuen Thema gepasst. Diablo. Weil Diablo einfach das nächste Spiel war, was mich so richtig gehuckt hat. So sehr mich Blizzard auch enttäuscht hat als Spieleschmiede. Aber dennoch, Diablo 2 habe ich schon gesuchtet ohne Ende und dann natürlich Diablo 3 auch. Als das rauskam, hatte das dann eben auch ein In-Build-Achievement-System. Und ich muss natürlich sicher gehen, dass ich nicht für verrückt gehalten werde. Und dieses In-Build-Achievement-System hatte ich auch erst, natürlich habe ich erst die Story gespielt und nicht erst auf die Achievements geachtet. Aber als die Story durch war Diablo 3 ja am Anfang kein Spiel, das es einem leicht machte zu grinden und ich habe es wirklich versucht, aber ich hatte Pech, dann mit dem Echtgeld-Aktionshaus. Schlimm, habe ich nichts mehr hingekriegt. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich auf die Achievements konzentriert und dachte, ja gut, wenn ich das Spiel weiterspielen will, dann versuche ich eben Achievements zu machen, wenn ich schon so nicht weiterkomme. Natürlich habe ich schon auf der höchsten Stufe gespielt, aber das zählt ja nicht. Zumindest für die meisten. Massive Paranoia. Und ja, damit habe ich mich dann beschäftigt, jahrelang. Das wurde irgendwann zum Running Gag, weil ich wirklich tatsächlich irgendwann so viele Achievements hatte, bis die Leute sagten, ja, Diablo 4 kann erst angekündigt werden, wenn du alle Diablo 3 Achievements hast. Und so ist es gekommen, weil ich glaube, genau zu dem Zeitpunkt, als ich die Achievements fertig hatte, wurde auch Diablo 4 angekündigt. Und da kommen Leute. Und da sagte ich es schon, ich habe es sogar bei Diablo 3 geschafft, alle noch so beknackten Achievements zu holen. Es hat mich Jahre meines Lebens gekostet, natürlich auch immer wieder on und off. Aber zuletzt hatte ich dann doch alle. Und dann habe ich auch so Schwachsinn gemacht wie den Hardcore-Modus gespielt, was ich vorher nicht gemacht hatte. Aber ich wollte unbedingt diese Achievements im Hardcore-Modus, wo man nochmal jeden einzelnen Mob töten muss. Auf Champion und auf schwierig, was an sich nicht schwierig ist, aber alle zusammenzukriegen. Das ist sehr schwierig. Ja. Und da merkte ich schon, ja, das mit den Achievements ist ein Problem. Da hat es mich dann irgendwann auch richtig gestört, die Achievements, die ich nicht hatte. Und dann, ich glaube so zu dem Zeitpunkt, habe ich dann noch Steam mehr benutzt, mehr Spiele da geladen und dann hat es Klick gemacht. Ziemlich unspektakulär. Außer dieser gigantische Stein im Schuh. Ja. Leise. Warum habe ich in Wehensberg geparkt? Naja, weiter geht's.
So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist mein Problem mit Achievements, wenn es mir doch bei Diablo so viel mehr Spielzeit beschert hat und bei Skyrim auch mehr Spielzeit beschert hat? Ich meine, bis ich das da gerafft hat, hatte ich das Spiel ja mal so mehr oder minder durch. Das durchzuspielen ist eh so eine Sache. Manche behaupten, es wäre unmöglich, aber ich behaupte, das habe ich auch getan und auch mehr als einmal. Aber ja, was ist denn jetzt mein Problem? Und mein Problem ist, dass es ja nicht bei Skyrim blieb oder bei Diablo. Irgendwann wurden mir diese Achievements so wichtig, dass egal welches Spiel ich angefangen habe, wenn das Achievements hatte, musste ich alle sammeln. Und wie lange mir das nicht bewusst war, dass das ein Problem ist oder dass das eigentlich nichts Tolles ist. Ja, klar, ich kann vor mir selbst angeben, dass ich in einem Spiel alle Achievements habe, was keine Sau interessiert. Ich habe, wie viele Spiele ich mit 100% Achievements, mit allen Achievements habe und wie viel Zeit ich rein verschwendet habe, wie wenig Spaß ich dabei hatte. Ich mag Grinden, ja, aber das ist ja ein ganz anderes Level. Also eigentlich echt ungesund. Und das hatte dann auch Konsequenzen, dass ich Spiele gar nicht mehr angefangen habe, nur weil sie Achievements hatten und ich Angst hatte, dass ich da nicht mich genug reinversetzen kann, dass ich da nicht genug Zeit für habe, um alle Achievements zu sammeln und auch Spiele, wo ich es nicht geschafft habe, alle Achievements zu sammeln oder wo es nicht geht bei einem Durchlauf und sie nicht mehr Spielwert haben, ich dann nochmal gespielt habe oder ich sie nicht von meiner Platte schmeißen kann, bis ich alle Achievements habe. Und dann hatte ich irgendwann so die Realisierung, dass ich bei einem Spiel nicht alle Achievements hatte und ich merkte, ich konnte es nicht deinstallieren, obwohl ich wirklich keine Lust hatte, es mehr zu spielen. Wo ich dachte, das ist eigentlich nicht gesund. Eigentlich machen Achievements den Spielspaß kaputt. Zumindest meinen Spielspaß. Ich, ja, fange Spiele manchmal gar nicht mehr an, wenn sie Achievements haben. Oder noch schlimmer, ich lasse mich komplett durchspoilern, um in einem Durchlauf möglichst viele Achievements zu kriegen. Da brauche ich das Spiel gar nicht mehr selber spielen. Ich habe ja eh schon alles im Achievement Guide gelesen, wie man sich verhalten und was man tun muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Spieleschmieden sich das so gedacht hatten. Deshalb finde ich irgendwie, es wäre mal an der Zeit, diese ganzen Achievements wirklich wieder abzuschaffen und sich einfach privat drüber zu freuen, wenn man ein Easter Egg findet. Ohne das Badge, das einem dafür gegeben wird. Ja. Einfach einen halben Zentimeter Berg hochgelaufen, schon aus der Puste. Wahnsinn. Ich höre die Wildtiere, aber ich sehe sie nicht. Wahrscheinlich, weil ich so unendlich laut bin. Naja. Noch ein paar Kilometer sind wir wieder da. Nein, komm, lass ich euch stehen. Mandarie, verdammt. Ah. Oh, was für ein Big Boy. Zumindest für deutsche Verhältnisse. Hallo? Oh, Entschuldigung, störe ich dann. Ich will nicht weiter stören, sorry. Auch Wasser, ne? Ich hoffe, es geht da lang. Oh, ich habe kein Internet. Ich weiß nicht, wo ich bin. Yay. Das sind Wildschweine. Sehr viele. Ich laufe einfach mal geradeaus und guck, was passiert. Dieser Moment, wo man das Schloss sieht. Und erst die Treppe viel später wegen dem Baum. Freiheit. Ich werde nicht mehr von Wildschweinen angegriffen, hoffe ich.
Leute, gebt mir das nächste Mal einfach eine Schelle durchs Video, wenn ich sage nur noch ein paar Kilometer. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss noch ungefähr 135 Fische, 3150 Insekten, 900 Tiefseetiere sammeln, noch 130 Menschen helfen und 11 mehr auf Konzerte gehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Oh.